Ich bin Dieke, hier aus dem Ruhrgebiet und aus Witten, um es genau zu sagen, dem Zentrum vom Ruhrgebiet. Ja, ich kann mich noch an die ersten Situationen erinnern, früher im Bus. Damals waren auch viele aus der Kriegszeit Opis, die auch in dem Bus saßen und haben gefragt, ja, wann fährst du denn nach Hause? Und ich weiß noch, wie ich im Bus saß und die Frage nicht verstanden habe, weil ich da dachte, ich fahre jetzt gerade nach Hause. Woher kommst du? Wie lange bist du schon hier? Warum sprichst du so gut Deutsch? Wann gehst du wieder nach Hause? Vermisst du dein Heimatland nicht? Ja, das ist eine Frage, die mir tausendmal gestellt wurde. Wahrscheinlich die am häufigst gestellteste Frage überhaupt halt, ne, wo ich herkomme. Und wenn ich dann sage, hey, aus Witten, dann, ich glaube, du kennst die Antwort, dann, ja, nein, das meine ich nicht. Halt, so geht es dann weiter halt. Und wird ernstlich gefragt, bis du dann halt damit rausrückst und sagst, ja, mein Vater, der kommt aus Nigeria. Ja, ja, das meinte ich halt irgendwie. Ne? Als ich ein kleines Mädchen war, in der Grundschule, aber auch in der Kita, habe ich natürlich zur Minderheit gehört. Ich bin Jumai, ich studiere Psychologie, ich arbeite nebenher in der Jugendhilfe, ich bin große Schwester und natürlich auch Tochter. Ja, das Aufwachsen in Deutschland als schwarzer Deutscher ist mit sehr viel Schmerz für mich einhergegangen, mit sehr viel, ja, wie gesagt, ausgrenzenden Erfahrungen. Du erlebst Rassismus automatisch aufgrund deiner Hautfarbe. Ja, ich heiße Lanre, habe einen schwarzen Papa, eine weiße Mama und eine Zwillingsschwester. Ich studiere Psychologie an der Uni Witten-Herdecke und bin, so Gott will, ganz bald fertig und werde dann einen Job als Psychologe anfangen. Oder reden wir einfach darüber, dass einem möglicherweise die Beispiele fehlen, die Vorbilder. Ich habe natürlich das Glück, dass meine Mutter schwarz ist. Das heißt, ich hatte immer einen Ort, an dem ich von meinen Rassismuserfahrungen erzählen kann, ohne sie erklären zu müssen. Ich hatte immer einen Ort, an dem ich verstanden wurde und empowered wurde. Und so ist es auch heute noch. Aber was ist mit den Kindern, die das nicht haben? Ich weiß durch das Reisen in der Musik, was für einen Unterschied das macht, ob du im Ruhrgebiet lebst, im Gegensatz zu, wenn du irgendwie in Ostdeutschland zum Beispiel auf dem Land lebst halt. Dann kannst du nur der Ausländer sein. Ihr hört den Pottmann singen. Ruhrpott, der ganze Mob am Swing. Nonstop, komm lass die Socken springen. Hip-Hop. Wir haben irgendwie die ersten Hip-Hop-Sachen aus Amerika gehört. Und dann haben wir gesagt, ja, es geht auch auf Deutsch. Wir haben dann irgendwann einen Proberaum bekommen. Das war kurz nach der Schule. Ich bin dann morgens dahin gefahren und meistens mit dem letzten Bus zurück. Also meine Platte habe ich 98 veröffentlicht, Potpourri. Neben meinem Psychologiestudium habe ich in einem Supermarkt an der Kasse gearbeitet. Und ein Kunde kam vorbei und hat sich laut darüber lustig gemacht, dass ich da arbeiten muss, obwohl draußen die Sonne scheint, das Leben weitergeht. Und ich habe ihm erzählt tatsächlich, dass ich gekündigt habe und dass ich den Sommer auch bald genießen kann. Und er war kurz leise, so ein bisschen mich angeguckt, gemustert, abgecheckt, okay. Und schließlich hat er gesagt, Sklaven dürfen kündigen. Dieser Satz ist Gewalt und er wurde einfach so gesprochen. Hinter ihm waren andere Kunden. Da waren viele, viele, viele Kunden. Und keiner hat etwas gesagt. Obschon ich im öffentlichen Raum verletzt wurde. Ganz ehrlich, wie oft erlebst du Rassismus in der Woche? Und wie oft kriegen wir es gar nicht mit, weil wir Scheuklappen aufhaben, weil es auch weh tut? Ganz ehrlich, wie oft und vor allem, wie oft wehre ich mich aktiv dagegen? Oder weiß ich schon, dass es nichts bringt? Ich glaube tatsächlich, dass Rassismus eine Pandemie ist. Und dieser Virus mutiert und überlebt, ja? Weil Rassismus primär zwei Dinge lehrt. Einmal, dass Schwarze und andere People of Color weniger wert sind als Weiße und dass Weiße mehr wert sind als People of Color. Die Leute sagen immer, es gibt keinen Rassismus mehr, aber ich glaube tatsächlich, dass der sich einfach nur geändert hat, wenn nicht sogar einfach gleich geblieben ist. Ne? Ja, ich habe mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit sogenanntem Positiv- und Negativrassismus beschäftigt. Damit ist gemeint, dass es
einerseits Rassismen gibt, die positiv konnotiert und auf der anderen Seite auch Rassismen gibt, die natürlich negativ konnotiert sind. Irgendjemand hat gesagt, Rassismus ist einfach nur höflicher geworden. Das fand ich auch ziemlich cool. Also man sagt jetzt nicht mehr du N-Wort, man sagt einfach nur du. Du kannst so toll tanzen. Ja, früher, als ich weiße Menschen kennengelernt habe, habe ich auch sehr damit gespart, zu sagen, dass ich Musik mache, dass ich trommel, dass ich Basketball spiele, dass ich Leichtathletik mache und gut in Distanzläufen bin. Weil ich, bevor ich das ausgespart habe in solchen Gesprächen, oft erlebt habe, dass ich dann, nachdem ich sowas gesagt habe, für diese Menschen der typisch schwarze, stereotype Mensch bin und die mich überhaupt nicht mehr sehen. Inzwischen ist mir das egal und ich kämpfe mich nicht mehr dagegen an. Aber Rassismus hat ja mehrere Komponenten, ne? Also natürlich einmal diese offensichtliche Abwertung, aber natürlich auch, vor allem so im Bereich von Sexualisierung und so weiter, auch Exotisierung. Ne? Es ist nicht süß, wenn du Schokobaby sagst. Das ist nicht süß. Was ist es überhaupt? Denk selber nach. Aber wir sollten hinterfragen, kritisch hinterfragen, ne, wieso wir Dinge nennen, wie wir sie nennen. Zum Beispiel war ja der Schokokuss ganz lange ein N-Wort-Kuss. Und es war einfach okay und zwischendurch wurde ich auch mal so gerufen. Und das ist überhaupt das Allercoolste. Man reagiert automatisch auf Schimpfworte, weil man sie schon kennt. Spreche nicht leichtfertig, denn Worte wiegen schwer. Ja, und was in der Bachelorarbeit rausgekommen ist, dass von schwarzen Menschen sowohl positiv als auch negativ Rassismus als verletzend wahrgenommen wird, als entmenschlichend wahrgenommen wird. Die Assoziation der beiden Seiten sind beide Rassismen. Und die eine Art ist nicht besser als die andere. Auch als Psychologin bin ich nicht nur schwarz, oder? Also auch immer, aber nicht nur. Also reduziere mich nicht, reduziere uns nicht auf unsere Hautfarbe. Und wenn wir jetzt dabei bleiben, dass Rassismus ein Virus ist, wieso haben wir dann immer noch kein Heilmittel gefunden? Tja, ich heiße Michelle Lebang Weishaupt und ich bin seit 18 Jahren in Witten. Bevor ich in Witten gekommen war, ich in Botswana Grundschullehrerin. Mein Name ist Mustafa Cham. Ich komme aus Gambia. Ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Meine Familie alle wohnt in Gambia. Ich bin mit meiner Frau in Deutschland hier. Ich habe meine Ausbildung gemacht als Maurer. Ja, bin ich auch da 6 Jahre gearbeitet, Erfahrung gehabt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich wollte gerne diese Maurerarbeit weitermachen. Und dann kommen wir hier und unser Papier können wir einfach Feuer mit denen machen, weil nichts ist als Papier ist und du kannst nichts mit denen machen. And then when I came here, complete system, everything's different, you know? Everything's different. Mein Name ist Selemani. Ich komme aus Tansania. Ich wohne seit 1 Jahr und 11 Monate in Deutschland. Ich wohne in Witten mit meiner Frau. It's love bring me here. Ich bin auch Mensch, ich will auch viel lernen und dann viel machen, ne? Ja, du bist gut, du machst das gut, aber du hast keine Papiere. Dann habe ich die Erzieherausbildung gemacht. Und jetzt habe ich diese Schein und ja, ich kann arbeiten überall. Von der Freund von uns hat mir gesagt, ja, ich kenne jemanden und er macht diese Solarinstallation und die hat mir gefragt, hast du Lust, das zu machen? Ich habe gesagt, ja. Und dann bin ich seit 3. Jahr jetzt dort. Arbeitskollegen auch, die sind sehr, sehr nett. When I went there for Agentur, she say like, yeah, you can go to wash dishes. And you know, in Africa, we say when you go Europe,
you go, when you're not professional, you go to a teacher. And then this comes from mentality. This women, she tell me these words, and I was really disappointed. After this, I tell my wife, I go back Tanzania. Ihr seid nicht in dieses Land gekommen, um Toilette zu putzen und Putzfrauen zu sein. Leute, wir gehen raus, wir machen Ausbildung, wir machen richtig Arbeit. Ich freue mich, dass ich jetzt Ausbildung machen kann. Als medizinischer Fachangestellter. Momentan ist es ein bisschen schwierig wegen der Sprache, aber ich glaube, läuft gut. Ich meine, das System wird dich unterdrücken, aber du musst gucken, hinter dieser Dunkelheit ist immer Licht. Life is a movement. Our Africa history is a movement, you know. Wenn man zurückblickt auf die ganze Geschichte mit den Kolonien, die Beuten, wir wurden ausgebeutet. Ja, vor allem in der Aufklärung wurden verschiedene Rassentheorien entwickelt und vermeintlich wissenschaftlich belegt. Ja. Da haben viele deutsche Denker auch einen Anteil dran gehabt. Ja, und diese Theorien haben als Fundament dafür gedient, dass Schwarze ausgebeutet werden konnten. Ja, dass der afrikanische Kontinent insgesamt ausgebeutet werden konnte, weil wir als Schwarze als untermenschlich gesehen wurden, ja, als animalisch, ja, als tierähnlich und als in der Hierarchie an unterste Stelle geschoben wurden. Und das hat als Rechtfertigung dafür gedient, dass Weiße aus dem Westen uns kolonisieren konnten, uns missionieren konnten und uns ausbeuten konnten. Diese Annahmen haben sich leider bis zum heutigen Zeitpunkt sehr, sehr stark gehalten. Afrika wird einfach geraubt. Die nehmen unser Diamanten, unser Gold. Kriegst mal so Kaffee aus Kenia billig. Die Farmers, die das produziert haben, die können das nicht mehr leisten, obwohl das von ihr Land kommt. Ja, der Fortschritt des Westens, den wir heute hier erleben können, der basiert zu einem Großteil auf der Ausbeutung des afrikanischen Kontinents. Forscht, ne? Redet über die schwarze Geschichte. Ja, ich habe in der Schule nichts über deutsche Kolonien gelernt. Ich habe in der Schule nichts über den Genozid der Herero und Nama gelernt. Ich würde anfangen bei den Schulbüchern und ich würde tatsächlich, das wird eine Heidenarbeit, aber ich würde die Bücher umschreiben. Other people, they think these people, they come here Yemen because only come to get money, you know. Und wenn ich heute hier stehe und von meinem Schmerz berichte, der automatisch mit Rassismus einhergeht, dann Rassismus ist Gewalt, der ich einfach so ausgeliefert bin und wogegen es immer noch kein vernünftiges Gesetz gibt. Leute, das war im Sommer. Wir gehen zu 5. auf der Straße in Kamnadesee und dann kam der Polizei, die mit den Pferden, Polizei, hat uns gesagt, hey, was macht ihr denn? Ich habe gesagt, ja, wir spazieren. Guck mal, das sind alle Leute von Deutschland und so, die laufen überall, aber keiner ist kontrolliert. Warum wir? Dann ist es immer das gleiche Prinzip. Ja, wir sind Schwarze, deswegen wir bekommen Kontrolle. Und es trifft also ja eigentlich immer Minderheiten. Also ne, genau darum geht es ja halt irgendwie, dass die Mehrheit irgendwie das gar nicht wahrnimmt, halt irgendwie, was es bedeutet. Leute, die jetzt anders sind als die Mehrheit halt irgendwie so oder vermeintlich anders sind als die Mehrheit halt in Schubladen steckt oder irgendwie bewertet und meistens dadurch abwertet. We are human beings, you know. Man, we have to live like this. Jeder weiß, wir sind Ausländer. Jeder weiß, wir kommen von anders. Ob mein Sohn hier geboren ist, der bleibt Afrikaner, der bleibt Ausländer. Und das ist ein Druck, das wir haben. Ich möchte
anerkanntes Mitglied dieser Gesellschaft sein, weil ich es bin, weil ich hier geboren bin, weil ich das Recht darauf habe. Ich möchte einfach ich sein dürfen. Die ganzen Kontrollen, wie oft wird mein Bruder kontrolliert? Wie ist das denn überhaupt möglich? Der Junge ist 15 und es wurde noch nie etwas entdeckt. Also es ging um sogenanntes Racial Profiling. Ich bin im Bochumer Hauptbahnhof kontrolliert worden und die Polizisten haben halt immer argumentiert, Lampedusa, Lampedusa, von da sind es damals halt irgendwie die Flüchtlinge gekommen. Und da habe ich irgendwann angeguckt und meinte, ey, also ganz ehrlich, wie stellt ihr euch das vor? Wie soll ich denn jetzt da vom Schiff gesprungen sein, hier raufgelaufen und in der Zeit zwischenzeitlich irgendwie die Sprache in Muttersprachenqualität gelernt haben? Ich meine, das ist doch offensichtlich irgendwie, dass das mit Lampedusa nichts zu tun hat. Und dann hat der eine Polizist überlegt und meinte, ja, Sie können mich ja jetzt auch anlügen. Und das war für mich so absurd. Ich habe geklagt und dann vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ist dann letztendlich der Klage Recht gegeben worden. Die gute Sache dabei ist, dass halt die Polizei jetzt rechtfertigen muss, wenn sie solche Kontrollen macht. Strukturell bewirkt das halt erst was, wenn die Gesetze, also die Strukturen sich ändern. Deswegen ist es wichtig, dann auch in Erscheinung zu treten und aufzustehen und halt zu sagen, das ist nicht korrekt, so wie es läuft. Bahnfahren, S-Bahn-Fahren ist, Bahnfahren, S-Bahn-Fahren ist. Da spanne ich einfach mal die Brücke nach Amerika und zu dem Fall von Amy Cooper. Und so wie ich das verstanden habe, war da einfach ein Mann unterwegs und hat eine Frau dazu aufgefordert, ihren Hund anzuleihen, was im Central Park Pflicht ist. Diese Frau hat daraufhin die Polizei angerufen und hat gesagt, ich werde von einem schwarzen Mann bedroht. Diese Frau hat Rassismus performt auf offener Straße und zum Glück hat es jemand gefilmt. Und ich finde es widerlich, dass es das gebraucht hat, dass es diese Videos gebraucht hat, dass es dieses 8-minütige Video dieser Hinrichtung gebraucht hat, um die Leute aufzuwecken. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Das beschäftigt mich sehr. Weil meine Frage ist, warum Mensch kann das für andere Menschen machen? So, ich habe keine Antwort. Also Black Lives Matter ist eine Bewegung, einmal online, einmal in der Welt. Eine Bewegung, die dieses Jahr ein bisschen zur Strömung geworden ist und da bin ich. Das ist umwerfend. Die Demonstration, auf der wir waren, war umwerfend. Ne? Mit Menschen zu gehen, deine Hautfarbe und zu schreien und zu rufen und zu singen. No justice, no peace. No justice, no peace. Wir haben so viel gerufen, ich war heiser und das war wunderbar. Es war wirklich für mich heilig und empowernd. Ja, was ich mit der Black Lives Matter Bewegung erlebe, ist, dass wir als Schwarze unser eigenes Schicksal mehr in die Hand nehmen. Und dass wir ein Empowerment erleben für uns als schwarze Menschen, was wir vorher noch nicht so erlebt haben, in so einer Intensität. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ich bin unglaublich dankbar und froh und erleichtert und beseelt, wenn ich an die Black Lives Matter Bewegung denke. Geht raus und atmet. Aus meiner Perspektive fängt die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland gerade erst an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die sollen uns achten. Black Lives Matter, weil unser Leben auch wichtig ist. Aber ich glaube, dass wichtig ist, dass wir das nicht nur auf kognitiver Ebene verstehen, sondern dass wir das praktizieren. Und dass wir dafür sorgen, dass das bei uns innen drin ankommt. Das braucht, glaube ich, sehr viel Mut, sehr viel Commitment dafür, sich mit sich selbst, mit den eigenen Strukturen, die wir ein Leben lang als die Wahrheit wahrgenommen haben, an die wir geglaubt haben, die zu hinterfragen und uns von denen zu lösen.
Und erstmal überhaupt anzuerkennen, dass die da sind. Und die Leute haben keine Vorstellung. Du machst ein Bewerbungsgespräch irgendwie und gehst raus und hast irgendwie 1/3 der Zeit über deine Herkunft irgendwie geredet, wo deine Eltern herkommen, ob Afrika oder Karibik ein schönes Land ist halt irgendwie. Das ist Zeit, die ich brauche, um mich vorzustellen eigentlich. Also die anderen ja auch haben halt irgendwie. Fast alle, mit denen ich spreche, irgendwie, die sagen, es ist ja nicht unfreundlich gemeint. Und damit mögen sie recht haben, aber es ist unfreundlich. Das ist nicht nett, das ist auch nicht gut gemeint. Das solltest du einfach lassen. Erfahrung von Geschwisterlichkeit, Erfahrung von Gleichheit und Erfahrung von Verbindung. Ich glaube, dass wichtig ist, dass wir uns alle zusammentun und unsere Kräfte bündeln, damit wir als Gesellschaft weiterkommen. Wir schaffen das. Das ist das Ziel. Yes, we can make it. Eine meiner Lieblingssängerinnen, Nina Simone, sie sagt, Freedom is to me no fear. Das ist im Prinzip das, was wir erschaffen müssen. Eine Welt, in der wir keine Angst haben müssen. Yes, we will make it. We are here and we have to stand together. Ein Tag so schön wie heute sollte nie zu Ende. Die Sonne scheint auf dich herab, sie will deine Hände sehen.